Wir fahren nach Brigels, einem malerischen Dorf in der Surselva, mit einem ebenso malerischen Stellplatz direkt am See. Wir nehmen euch mit in eines der schönsten Dörfer Graubündens, auf einen Sessellift, auf eine Wanderung und einen Stellplatz auf 1200 Meter über Meer. Willkommen zu Teil 6 unserer Tour de Suisse. Der Stellplatz liegt direkt am Brigelser See in der Nähe von Sportanlagen wie Minigolf und Tennisplätzen. Er dient als idealer Ausgangspunkt für Wander- und Biketouren. Es gibt eine Fähr- und Entsorgungsstation sowie Duschen und WCs, welche man im Prada Resort benutzen kann. Stromanschlüsse sind ebenfalls vorhanden. Die Kosten betragen 35 Franken pro Nacht und Stellplatz und bezahlt wird bequem über einen QR-Code der Park & Sleep App. Der Stellplatz wird vom Prada Resort bewirtschaftet und die Zufahrt sollte über die Via Principala und nicht über Navigationssysteme erfolgen. Beim Rundgang über den Platz kommen wir mit einem Mann ins Gespräch, der in Anglermontur im Brigelser See nach Forellen fischt. Von ihm erfahren wir, dass er hier aufgewachsen ist und selbst eine kleine Fischzucht betreibt. Wir unterhalten uns eine ganze Weile. Er erzählt uns Interessantes über die Region und das Leben und was man hier so alles erleben kann. Guten Morgen! Heute fahren wir mit der Bergbahn Brigels den Berg hinauf und wandern dem Teufel ein Ohr ab. Ja. Der See ist ein 500 Meter langer und 140 Meter breiter Stausee und ist ausschließlich zur Stromproduktion angelegt worden. Bei einer Nettofallhöhe von 478 Metern und einer Wassermenge von 3 Metern pro Sekunde werden die in Mutteins installierten Doppelturbinen angetrieben. Der angekoppelte Generator hat eine Nennleistung von 12,5 Megawatt, damit lassen sich 10.500 Haushalte mit Strom versorgen. Und zwar weiß ich nicht, was ich sagen soll. Guten Morgen. Ja, klar. Und zwar von Brigels geht es mit der Bergbahn hinauf, nachher das Tal hinein zum Bach, den der Brigelser See speist. Und wieder zurück zum Stellplatz. Mal schauen, wie das wird. Das Wetter ist ja nicht optimal. Es beginnt zu regnen. Da gibt es viele Leute, die sagen, die Schweiz ist schön, schön grün, was auch stimmt. Dafür regnet es ständig. Wir nähern uns jetzt der Talstation des Vierersessellifts von Brigels. Übrigens ist hier das Mündungsdelta des Bergbachs, der den Brigelser See speist. Sehr interessant.
Um Höhe zu gewinnen, nutzen wir die Vierersesselbahn Briggels-Crest-Falla. Inhaber der Surselva Gästekarte können die Sesselbahn im Sommer oft kostenlos nutzen. Die Talstation befindet sich auf 1257 Meter und es geht in 6 Minuten auf 1666 Meter zur Bergstation Crest-Falla. Der Höhenunterschied beträgt somit 409 Meter. Die Sessel sind kuppelbar, das heißt, sie können sich vom Seil lösen, um in den Stationen langsamer zu fahren. Mountainbikes, Kinderwagen und Hunde werden kostenlos transportiert. Ja, wie man unschwer erkennen kann, sind wir jetzt auf der Sesselbahn. Und erstaunlicherweise hat es hier auch Felder. Hier werden Kartoffeln angebaut. Und sonst was, ja. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir jetzt auf der Sesselbahn von Briggels den Berg hinauf. Wie gesagt, das Wetter ist nicht optimal, aber es hat aufgehört zu regnen und schauen wir mal, wie das wird. Wir haben uns die Surselva Gästekarte geholt. Dadurch profitieren wir von attraktiven Angeboten und können die Region mit ihren Bergbahnen, Wanderwegen, Seen und kulturellen Einrichtungen kostengünstig erkunden. Die Karte ist für Übernachtungsgäste kostenlos und wird vom jeweiligen Gastgeber ausgehändigt. Sie ist für die gesamte Dauer des Aufenthalts gültig, in der Regel von Mai bis Oktober in der Sommersaison, und kann auch am An- und Abreisetag genutzt werden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier hinten gibt es noch den anderen Sessellift, der aber nur im Winter in Betrieb ist. Nach der Aussage des Fischers von gestern geht es jetzt etwa 200 Meter von der Bergstation nach hinten ins Tal hinein. Von dort aus werden wir dann den Bach hinunterwandern, der den Briggelser See speist. Der Wanderweg ist eigentlich sehr gut ausgebaut. Einige werden jetzt vermutlich sagen, wir haben die allerbeste Wanderausrüstung an. Das stimmt selbstverständlich nicht, aber sehr gut zu bewältigen. Auch mit den Lackschuhen. Das ist ein typisch alpiner Wanderweg, auf dem gutes Schuhwerk von Vorteil ist. Wir wandern nach hinten ins Tal zu einer Feuerstelle und dann der Flemm hinunter wieder nach Briggels, wo wir uns auf einen wohlverdienten Cappuccino freuen. Vor uns liegen also etwa 7 Kilometer Bündner Bergkulisse vom Allerfeinsten.
Ihr kennt bestimmt das Lied. Lustig ist das Camperleben, Faria Faria ho. Brauchen dem Staat kein Geld zu geben, Faria Faria ho. Lustig ist's im grünen Wald und so weiter. Das stimmt natürlich alles, bis auf den Staat. Das stimmt nicht. Mit etwa 18 Grad ist es sehr angenehm, hier zu wandern. Natürlich gibt es hier auch sehr viele fremdsprachige Touristen. Und wenn man, wie ich, sehr kommunikationsfreudig ist und jemanden auf Schweizerdeutsch anspricht, muss ich davon ausgehen, dass diese Person mich nicht versteht. Was vermutlich viele nicht wissen ist, ich war ja vor 32 Jahren in Brigels im Militär und hinter mir, das ist der sogenannte Zielhang, da haben wir tonnenweise Munition nach hinten geballert. Drum, ja, Umweltschutz. Das wäre doch eine wunderbare Aufgabe für die jungen Leute der Freitagsbewegung, sich dort nach hinten zu begeben und tonnenweise Bleikugeln aufzusammeln. Die weiten Wiesen der Surselva, insbesondere in den Seitentälern, sind im Frühling und Sommer von einer Fülle an alpinen Wildblumen bedeckt. Hierzu gehören unter anderem verschiedene Orchideenarten, wie das in Graubünden fast ausschließlich in der Surselva vorkommende Wanzenknabenkraut. An vielen Wanderwegen, insbesondere in höheren Lagen, kann man im Sommer und Herbst Heidelbeeren finden und direkt vom Strauch essen. Das Dorf Brigels liegt auf knapp 1300 Meter über Meer in der Ferienregion Brigels-Waltensburg an die Ast. Es ist weitgehend frei von Durchgangsverkehr, was es besonders attraktiv für Familien und Ruhesuchende macht. Gesprochen wird vor allem Rätoromanisch, was dem Ort seinen authentischen Charakter verleiht.
Das Dorfbild ist geprägt von traditionellen Holzhäusern, den Casa Sur Silvana, von denen viele unter Denkmalschutz stehen und oft mit rätoromanischen Inschriften verziert sind. Brigels ist somit ein idealer Ort für alle, die in einer authentischen, ruhigen Berglandschaft Erholung und Aktivität suchen. Und wir betreten jetzt ein schmuckes Dorfcafé, wo wir uns auf einen vollmundigen Cappuccino mit feinporigem Milchschaum freuen. Grüezi. 2 Cappuccino gern. Ja. Und, was nimmst du noch? Ja. Nein. 9 Kilometer? Genau. Ja, genau. Danke vielmals. Okay. Die ersten menschlichen Spuren in der Region Brigels stammen aus der Bronzezeit. Schalensteine auf den Felskuppen Greb Patnasa und Chupina zeugen von prähistorischen Anlagen. Mit der römischen Eroberung 15 v. Chr. kam das Latein in die Region. Es vermischte sich mit der Sprache der ansässigen Räter, woraus das Rätoromanisch entstand, das bis heute in Brigels gesprochen wird. Brigels wurde erstmals urkundlich am 15. Dezember 765 im Testament des Bischofs Tello erwähnt, der seine Güter dem Kloster Disentis schenkte. Das im 8. Jahrhundert gegründete Kloster Disentis spielte eine zentrale Rolle. Die Pfarrkirche St. Maria in Brigels wurde 1185 als Besitz des Klosters bestätigt. Die Abtei Disentis übte im Mittelalter auch die Schutzherrschaft, Gerichtsbarkeit und Verwaltung aus. Nach unserer kleinen Wanderung mit einem Kaffeehalt im Dorf Brigels geht die Reise noch weiter nach Disentis. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst doch einen Daumen da und abonniert den Kanal. Besucht doch mal unsere Website und folgt uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Im nächsten Video geht's nach Disentis und auf einen Stellplatz mit Lagerfeuer am Lukmania Pass.